Weniger tun, mehr erreichen. Wie oft hast du diesen Ausspruch schon gehört? In dem Video heute erzähle ich dir, was das Geheimnis dahinter ist, wie du das wirklich für dich umsetzen kannst. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Extreme sind einfach. Sich zu entscheiden, mache ich etwas oder mache ich etwas nicht, viel einfacher als zu überlegen, welche Grautöne finde ich denn dazwischen. Gerade wenn es um Sätze geht, wie in denen immer oder nie vorkommt, ist das ja ein guter Hinweis darauf, dass es sich um Extreme handelt. Heute in dem Video soll es darum gehen, wie findest du eigentlich die Balance zwischen dem, was zu tun ist und dem, was vielleicht auch sein darf oder nicht sein muss. Wir haben in unserem Leben sehr viele Routinen, in denen wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich genau machen, in welchem Umfang wir es machen. Und gerade bei bestimmten Methoden oder Denkweisen kann das dazu führen, dass wir vielleicht so eine Haltung auch annehmen wie, das mache ich jetzt immer so, das ist die beste Variante, das ist die Methode, die immer funktioniert. Und ich denke, sowas gibt es eigentlich nicht. Es gibt keine Methode, die immer in jedem Fall funktioniert. Es gibt auch diesen Spruch, wenn jemand einen Hammer in der Hand hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Und ich denke, an der Stelle werden Routinen oder so vorgefertigte Denkweisen einfach zu einem Hindernis. Und es geht mehr darum, die Grautöne zu finden, um mehr Ausgeglichenheit auch für sich zu entdecken. Die Gründe für Extreme sind relativ einfach. Häufig ist der Kopf zu voll, wir haben zu viel zu tun, wir sind überfordert und wir haben dann dadurch ein Bedürfnis nach Einfachheit, nach Kontrolle. Das kann an Perfektionismus liegen, das kann wirklich daran liegen, dass die Arbeitsliste einfach zu voll ist, an technischer Überforderung oder auch, dass wir uns zu viel mit Social Media beschäftigt haben und einen Dopaminüberschuss im Körper haben, der uns daran hindert, wirklich das zu machen, was wir eigentlich brauchen, um wieder in Balance zu kommen. In einem der letzten Videos habe ich auch kurz mein Live-System erzählt. Live steht für Leistung, Interaktion, Fitness. Dabei geht es darum, dass ich eine Balance finden muss zwischen den drei Bereichen, also zwischen dem Arbeitsthema, dem professionellen Auftreten, der Interaktion mit anderen Menschen, also das Zwischenmenschliche, die Beziehungsebene und die Fitness, sowohl körperlich als auch mental und seelisch. Und darin muss ich auch ein gutes Gleichgewicht finden, um wirklich aktiv zu sein und Sachen schaffen zu können. Und das erfordert eine gewisse Flexibilität. Wir müssen eigentlich jedes Mal mit uns selbst neu aushandeln, was gerade Priorität hat, wo wir gerade unseren Fokus drauf legen sollen. Es ist ein Prozess, in dem wir uns jedes Mal neu finden müssen, um rauszukriegen, wo liegt denn gerade unser Fokus. Und die Balance ist eigentlich dadurch nur erreichbar, indem wir uns dessen bewusst werden, was für Extreme wir gerade in unserem Alltag ansetzen. Also es erfordert Achtsamkeit und Reflexion. Wie kommt jetzt das Thema Balance mit weniger tun, mehr erreichen zusammen? Es geht halt darum, dass wir die richtigen Dinge tun sollen, dass wir also weniger von dem tun, einfach nur, weil wir es schon immer so gemacht haben oder weil wir uns einmal entschieden haben, dass man es so machen muss und eher den Fokus auf die Sachen zu legen, die wirklich wichtig sind, indem wir in Balance kommen. Und das erreichen wir durch 5 konkrete Sachen. Das erste davon ist, dass wir mehr reflektieren müssen. Was tun wir eigentlich? Uns dessen bewusst sein oder bewusst werden, wie wir handeln, warum wir handeln. Dafür müssen wir manchmal auch Zeit schaffen. Zeit, die wir vielleicht mit Social Media jetzt zubringen, Musik hören, sonst irgendwas machen, ohne wirklich uns die Zeit zu nehmen, in uns hineinzufühlen und zu sehen, wo ist denn gerade mein Ungleichgewicht da? Punkt 2 ist dann tatsächlich klar zu priorisieren,
was ist jetzt eigentlich wichtiger als was anderes. Dazu gibt es auch ein Video in meiner Playlist. Schau doch gern einfach mal nach. Der Punkt Fitness aus meinem Live-System, der geht unter anderem auch darauf, dass wir Selbstfürsorge betreiben sollen. Nur wenn es uns gut geht, wenn wir entspannt sind, können wir auch tatsächlich anfangen, in eine Balance zu kommen. In Extremsituationen neigen wir dazu, dass wir besonders Einfachheit brauchen. Deswegen ist Selbstfürsorge, das auf uns selbst gut achten, ein wichtiger Punkt dafür. Der vierte Punkt ist, dass wir bewusste Wechsel einbauen. Dass wir die Themen, die wir gerade bearbeiten, wechseln. Dass wir also professionelle Themen mit privaten Themen abwechseln. Dass wir kurzfristige mit langfristigen Themen abwechseln. Auch vielleicht Überblicksarbeit, strukturiertes, strategisches Denken mit Detailarbeit. Und dass wir uns dafür bewusst Zeit im Kalender blockieren. Und der letzte Punkt ist, dass es nicht darum geht, alles über den Haufen zu werfen, sondern dass es um kleine Schritte geht, die man Stück für Stück machen kann, um einfach etwas mehr Abwechslung ins Leben reinzubekommen. Und ich denke, wenn du die Sachen alle beachtest, dann schaffst du es, mehr Balance in deinem Leben zu erreichen. Und das ist eigentlich eins meiner Hauptthemen, die immer wieder auftauchen. Ich finde, das Wichtigste, um überhaupt produktiv sein zu können, eine Balance für sich zu finden und ein gutes Leben zu haben. Ich habe mehrere Themen angesprochen, die ich auch in weiteren Videos thematisiert habe. Schau doch in der Playlist, ob du noch etwas findest, was direkt nahtlos daran anschließt.